Ja, die Technik hat mir natürlich erstmal grundsätzlich Helmut Hampel gezeigt. Ihm war immer sehr wichtig, dass ich sehr ballsicher bin, keine einfachen Fehler mache und dass ich sehr nah am Tisch spiele, dass ich nicht so weit zurückgehe. Also oft hat er mir Umrandungen hinter mich gestellt, dass ich gar nicht zurückgehen kann. Oder ja, er wollte auch immer, dass ich im Ballwechsel die Hand sehr weit oben habe. Und das ist ja auch im späteren Verlauf sehr, sehr wichtig geworden im Tischtennis. Ja, vielleicht in der Phase, wo ich noch klein war und jung war, da sind die Spieler noch sehr früh nach hinten gegangen und haben lange Bewegungen gespielt. Und das konnte ich auch. Aber grundsätzlich war mein Spiel eher näher am Tisch, kurze, schnelle Bewegungen. Ich habe eine sehr schnelle Beschleunigung gehabt und habe auch dieses Gefühl gehabt, den Ball sehr dünn zu treffen. Das war Talent, aber die Technik war natürlich durch meinen Trainer vorgegeben. Aber ich habe natürlich auch gespürt, ja, dass ich damit gut zurechtkomme, erfolgreich bin. Und das war mein Instinkt, das Talent zu spüren, was gut ist, was funktioniert. Und von daher war ich sehr, sehr gut in der Analyse auch über mich selbst. Ich war das erste Mal bei Helmut, als ich 8 Jahre alt war. Das war zu einem Trainingslager der besten Regionalspieler, also Regionalkinder, damals 8, 9 Jahre alt. Und Sichtungslehrgang für Hessen. Und genau, da habe ich gut gespielt, habe mich gut präsentiert und dann bin ich aufgenommen worden in das Hessische Leistungszentrum und habe dann eigentlich 5-mal die Woche bei ihm trainiert, seitdem ich 8 Jahre alt bin, bis ich 26 Jahre alt war. Er wurde nicht nur mein Verbandstrainer, er wurde dann später auch mein Trainer im Verein und bei Frankfurt, dann bei Gönnern. Ja, und bis ich nach Düsseldorf gewechselt bin, war er mein Trainer. Ich glaube, das war sein eigenes Bild von modernem, erfolgreichen Tischtennis. Mehr aggressiv vorne am Tisch zu stehen und schnell zu sein, druckvoller zu sein und dem Gegner weniger Zeit zu geben. Das war jetzt nicht nur wegen mir, glaube ich. Ich glaube, es hat er auch den anderen Spielern versucht, so beizubringen. Aber es konnte natürlich auch nicht jeder so ausüben und umsetzen wie ich. Man braucht natürlich auch das Talent, um so spielen zu können, weil vorne am Tisch ist natürlich schwieriger. Ja? Man darf keine Angst haben vor den Bällen vom Gegner. Man muss besser antizipieren können, wo die Bälle ungefähr hinkommen, um reagieren zu können. Man hat viel weniger Zeit und das hat, glaube ich, auch mein Talent dann ausgemacht, dass ich das dann auch perfekt umsetzen konnte, sein Spielsystem, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, was heißt Schwierigkeit? Es war manchmal nicht einfach, weil klar, als Kind willst du manchmal auch verrückte Bälle spielen und manchmal ein bisschen länger ausholen und einen festen Ball ziehen auf Risiko. Und da war sofort Helmut sehr sauer und von daher war das eigentlich nie erlaubt bei ihm. Deshalb bin ich auch kein guter Spieler, so wie Jun von hinten mit Fishing, weil das hat Helmut nie erlaubt. Von daher habe ich das nie wirklich gelernt, weil ich immer vorne bleiben musste und da war er sehr, sehr streng. Also das Training war von Anfang an sehr, sehr seriös und ich durfte nicht so viele Spaßbälle machen sondern immer auf Effizienz und das Ziel war einfach immer perfekt zu spielen und
keine Show zu machen. Also Helmut hat dann immer aufgepasst, dass ich die Basics perfekt spiele. Und ich habe dieses Bewusstsein entwickelt, auf Details zu achten, die man von außen nicht sehen kann, die man nur spüren kann, ganz minimale Winkelveränderungen, und da war ich sehr detailverliebt und habe mir so meine Strategien selbst aufgebaut. Nee, für mich war das immer irgendwie selbstverständlich und das war so meine Routine, morgens in die Schule zu gehen, dann sofort Hausaufgaben. Meine Eltern haben mich dann eine Stunde nach Frankfurt gefahren und dann das Training war natürlich hart und sehr intensiv, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja. Also auch dieses seriöse Training hat mir Spaß gemacht. Klar gab es auch Tage, wo ich mal ein bisschen gejammert habe, aber dafür hat Helmut ein gutes Gefühl gehabt. Wann muss er hart sein, wann muss er mal ein bisschen lockerer sein. Aber insgesamt war er schon ein sehr strenger Trainer, das stimmt, aber das habe ich auch gebraucht. Und dadurch, dass Helmut so ein Perfektionist war, bin ich auch im Laufe der Zeit auch zu einem Perfektionisten geworden. Und das hat mir den Spaß gegeben, immer an diesen kleinen Details zu arbeiten. Und das war für mich mein Spaß am Spiel, so ganz tief in das Spiel einzudringen und zu gehen und mich zu fühlen und zu spüren. Und das hat mir den größten Spaß gemacht.